Das Platzertal ist eines der großen, unerschlossenen Hochtäler in den Ötztaler Alpen. Betrachtet man es aus Sicht der Moorökologie, hat es eine besondere Bedeutung, weil, wenn man sich anschaut, wie viele Täler es über 2000 Meter Seehöhe gibt, dann sind wir in österreichischen Alpen so bei grob 1400. Wenn man sich anschaut, wie viele dieser Täler größer als 10 Quadratkilometer sind und ein Flusssystem haben, was auf der einen Seite intakte Flusshydromorphologie hat, als auch eine Länge von über 3 Kilometern, dann sind wir nur noch bei 34 von diesen 1400. Wenn man sich zusätzlich anschaut, in welchen dieser Täler noch Moorflächen vorliegen und wie viele dieser Täler weitgehend von Infrastruktur unerschlossen sind, sind wir so bei grob 11 übrig. Und das Platzertal ist mit seinen Moorflächen von diesen 11 das mit den größten Flächen. Das zeigt, welche Bedeutung das Platzertal in Hinsicht Moorökologie und große, unbeeinflusste Täler in den österreichischen Alpen hat. Wir haben sehr, sehr wenige abgeschiedene Orte in Österreich. Und im alpinen Raum hat es immer auch so geheißen, ja, da haben wir noch unsere letzten unerschlossenen Gebiete, wo Natur sich frei entfalten kann. Die letzten Rückzugsgebiete für die Natur im Endeffekt. Und diese Remoteness zeigt genau das, wo sind noch unerschlossene Gebiete. Und diese Unerschlossenheit ist eine Qualität, die nicht mehr reversibel ist. Einmal erschlossen ist ein Gebiet erschlossen. Und deswegen ist diese Remoteness auch ein Indikator für Naturnähe. 90% aller Moorflächen sind komplett erloschen. Und von diesen 10 übrigen sind auch nur noch 10% in einem vernünftigen Zustand. Wir sind bei 1% intakter Moorfläche von historischem Ausmaß. Ja, warum sind Moore wichtig? Moore sind definiert durch potenziell torfbildende Vegetation. Torf ist einfach nicht vollständig zersetzte Pflanzenbiomasse, die unter Sauerstoffabschluss zu Torf wird. Und Torf ist im Endeffekt reiner Kohlenstoff. Das Thema Biodiversität ist eines der Schlüsselpunkte in Kombination mit Klimaschutz, warum Moore so wichtig sind. Auf der einen Seite speichern sie den Kohlenstoff und wenn ein Moor intakt ist, bleibt dieser Kohlenstoff im Boden, gespeichert als Torf. Auf der anderen Seite hat man quasi die oberste Schicht des Moores, die als Lebensraum fungiert und dort sehr seltene Pflanzen- und Tierarten vorkommen. Und manche Arten brauchen genau diese intakten Moorflächen, um zu existieren. Klar könnte man wiederum sagen, ja, was interessieren mich diese einzelnen Arten? Und da ist genau dieses Biodiversitätsthema. Wir brauchen Vielfalt in der Landschaft, wir brauchen Vielfalt in der Lebewelt, um ein resilientes Ökosystem zu haben, eine resiliente Landschaft, weil sie verschiedene Aufgaben im Gesamtsystem bilden. Wasserspeicherung und Reinigung. Das heißt, Wasser ist das zentrale Thema. Es ist ein Feuchtlebensraum, der besteht aus 90% Wasser. Auf der anderen Seite speichert es unglaubliche Mengen an Kohlenstoff, die wir nicht in der Atmosphäre haben wollen.